herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches und leckeres Rezept für gefüllte Paprika mit einer orientalisch gewürzten Hackfleischmasse und Feta-Käse. Für das Hackfleisch als erstes eine große Handvoll frische Petersilie fein hacken. Die Petersilie anschließend zusammen mit 500 Gramm Rinderhack in eine Rührschüssel geben. Außerdem ein Ei, einen gehäuften Esslöffel Eiweiß, je einen Teelöffel Kumin, gemahlenen Koriander, Sumak und Kurkuma dazugeben. Das Ganze mit einer ordentlichen Prise Salz und Pfeffer würzen und zum Schluss noch 150 Gramm Feta-Käse dazu bröseln. Anschließend alles gut miteinander verkneten bzw. vermengen, bis sich alle Zutaten gleichmäßig verteilt haben und die Hackmasse danach kurz zur Seite stellen. Als nächstes die Paprikaschoten mit einem Messer halbieren, dann das Kerngehäuse herausschneiden, den Stielansatz dabei am besten aber nicht entfernen und danach können wir die Paprika füllen. Dafür einfach 2 bis 3 Esslöffel der Hackmasse mit einem Löffel in die Paprikaschoten drücken, etwas glatt streichen und dann zunächst zur Seite legen. Wenn das erledigt ist, können wir uns um die Tomatensauce kümmern. Dafür als erstes eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe abziehen und fein hacken. Dann eine Pfanne mit einem kleinen Schuss Öl erhitzen, Zwiebeln sowie Knoblauch in die Pfanne geben und bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Umrühren 2 bis 3 Minuten glasig anschwitzen. Dann eine Dose gehackte Tomaten dazugeben, außerdem eine gute Prise Salz, Zucker und Pfeffer. Alles einmal gut umrühren, für 1 bis 2 Minuten leicht köcheln lassen, vom Herd ziehen, dann in eine Auflaufform gießen und gleichmäßig auf dem Boden der Form verstreichen. Danach die Paprikaschoten nebeneinander in die Auflaufform setzen und jetzt im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für ca. 25 bis 30 Minuten backen. Die fertigen Paprikaschoten dann aus dem Ofen holen und am besten sofort servieren. Dafür ein paar Esslöffel Reis auf einen Teller geben, dann die gefüllten Paprikaschoten auf den Reis setzen, etwas Tomatensauce drumherum verteilen und zum Schluss mit gehackter Petersilie garnieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, guten Appetit und bis zum nächsten Mal.